Wer eine schnelle Lösung sucht, nie wieder zu grübeln, der kann Tabletten nehmen oder sich betäuben. Wer es aber ohne schaffen will, der ist hier genau richtig, aber selbstverständlich auch alle anderen. Denn hier in diesem Video gibt es wahrscheinlich nicht nur die einzigste Anleitung, die tatsächlich funktioniert, sondern auch eine Übung, mit der du wieder ein Leben führen kannst mit angenehmen Gefühlen, damit es dir endlich wieder besser geht. Zunächst einmal sollten wir uns einmal die Frage stellen, was Grübeln überhaupt ist. Die allermeisten Menschen wissen, dass sie immer mal wieder grübeln, aber sie wissen nicht, wann es ist, weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Und da kommt schon das Perfide daran. Die allermeisten Menschen glauben, dass Grübeln etwas Normales ist, das von Zeit zu Zeit auftaucht. Eigentlich würde ich sagen, dass es etwas ist, das nicht normal ist. Denn Grübeln führt niemals zu einem Ziel. Und trotzdem tun wir es alle. Manche Menschen grübeln aber so viel, dass sie sich nicht mehr davon befreien können. Das bedeutet, sie haben subjektiv dieses Gefühl, in dieser Gedankenspirale gefangen zu sein und nie wieder rauszukommen. Aber nochmal. Was ist Grübeln? Was ist eigentlich Grübeln? Zunächst einmal ist Grübeln Denken. Und Denken bleibt immer Denken. Gedanken bleiben auch immer Gedanken. Aber warum ist dieses Grübeln dann so schädlich, wenn Denken immer Denken bleibt und Gedanken immer Gedanken bleiben? Das hat damit zu tun, dass Grübeln in einer bestimmten Art und Weise verläuft. Das bedeutet, die Menschen, die grübeln, denken zuallererst, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Die Menschen, die grübeln, denken über ein bestimmtes Problem nach. Ob das jetzt ein tatsächliches Problem ist, das real ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es ist ein Problem. Man könnte jetzt sarkastisch sagen oder etwas überspitzt gesagt, ich denke den ganzen Tag darüber nach, ob ich mir die richtige Jacke gekauft habe, weil sie jetzt alle anderen auch haben. Jetzt sagst du vielleicht, das ist doch kein Problem. Für eine betroffene Person, die jetzt tatsächlich darüber nachgrübelt, stellt es ein ganz großes Problem dar. Was auch immer dahinter steckt. Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass sie sich gerne mit anderen Personen ständig immer vergleicht, weil sie diesen Glaubenssatz hat und deswegen grübel ich jetzt den ganzen Zeit darüber nach, ob es die richtige Jacke ist oder nicht. So, jetzt kommt Folgendes. Die betroffene Person denkt über ein bestimmtes Problem nach. Wenn du auf meinem Kanal neu bist, dann hast du vielleicht schon gesehen, wenn du beim Durchscrollen meiner Videos durchgeschaut hast, dass es oft um psychische Probleme geht. Und die allermeisten, die psychische Probleme haben, grübeln jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt über eine Jacke nach, sondern sie grübeln über ihre eigenen Symptome nach und über ihre eigenen Gedanken nach, über ihr eigenes Verhalten nach, über ihre eigenen Gefühle nach. Und das geht jetzt im Kreis. Das bedeutet also, sie stellen sich oft die Fragen, warum habe ich diese und jene Gefühle? Warum kriege ich diese oder jene Gefühle nicht weg? Was hat das mit mir zu tun? Haben andere Menschen auch solche Gefühle oder solche Gedanken? Und diese Spirale, wie schon gerade gesagt, dreht sich jetzt im Kreis. Am Ende dieses Denkens, dieser Art zu denken, dieser Denkstil, kommt irgendwann mal früher oder später ein Ergebnis. Vielleicht ist es befriedigend, vielleicht ist es nicht befriedigend. Auf jeden Fall hat sich etwas in unserem Kopf jetzt was verändert. Das Gehirn wurde auf eine Art und Weise benutzt, dass es eine Gewohnheit geschaltet hat. Das bedeutet, das Gehirn will mehr und noch mehr auf diese Art und Weise denken. Das heißt jetzt, wenn du jetzt im Umkehrschluss zu einem Ergebnis gekommen bist, ja, andere Menschen haben auch solche Gefühle. Tja, jetzt habe ich eine Antwort. Das Gehirn wurde jetzt aber antrainiert, so zu denken, und jetzt kommt vielleicht schon ganz schnell wieder die Frage, aber was ist, wenn andere Menschen nicht solche Gefühle haben oder nicht solche Gedanken? Vielleicht hat ja der oder die andere die falsche Antwort mir gegeben oder lügt oder etc. Und jetzt hat das Gehirn eine Schaltung bekommen, dass es wieder auf diese Art und Weise denken will. Und das ist dann irgendwann mal dieser Prozess, der uns gar nicht bewusst ist, dass sich jetzt das Grübeln verselbstständigt hat. Das bedeutet, diese Art zu denken im Kreis über ein Problem hat sich verselbstständigt. Ab diesem Moment sind nicht mehr wir, der Herr, der Chef und der Meister in unserem Kopf, sondern scheinbar der präfrontale Kortex, der nämlich dafür bekannt ist, dass er viel denkt. Und so wie wir den präfrontalen Kortex nutzen, so verselbstständigt sich er dann. Und das ist dann immer dieser Moment, wo wir dann irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir dann sagen,
Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ich kann nicht aufhören, mehr darüber nachzudenken. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nicht mehr zu grübeln, aber es hört nicht mehr auf. Das ist dieser Moment, wo sich der präfrontale Kortex jetzt verselbstständigt hat. Und wir kommen da nicht mehr raus aus den Grübeln. Und dann steigt natürlich signifikant die Tendenz, in Emotionen hineinzurutschen, die entweder je nach Veranlagung in die depressive Schiene geht oder in die ängstliche Schiene. Denn du darfst nämlich verstehen, man unterscheidet zwischen Sorgen und Grübeln. Grübeln geht tendenziell mehr in die Vergangenheit über Warum-Fragen und Sorgen tendenziell mehr so in die Zukunftsfragen. Was wäre, wenn mir das zustößt? Was wäre, wenn ich eine Depression bekomme? Was wäre, wenn meine Zwangserkrankung, meine Angststörung, meine Panikattacken noch schlimmer werden wie früher und ich komme nicht mehr raus? Nicht mal mehr Tabletten können mir helfen. Und du siehst schon, wir suchen jetzt nach einer Lösung, um womöglich diese Dinge in der Zukunft abzuwehren. Und da kommen wir jetzt ja schon zu diesen zwei Mustern und es ist wichtig, damit du das verstehst, warum Grübeln bei Menschen überhaupt ausgelöst werden kann. Grübeln hat im Prinzip immer nur zwei verschiedene Ursachen. Im Prinzip gibt es keine anderen Ursachen, egal ob es jetzt Grübeln oder Sorgen ist. Egal in welche Richtung. Wie gesagt, das eine geht in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft. Grübeln und sich sorgen wird immer von zwei verschiedenen Annahmen ausgelöst. Entweder ist Grübeln und sich Sorgen machen eine mentale Gewohnheit. Der Mensch liebt Gewohnheiten. Sobald wir Gewohnheiten haben, haben wir das subjektive Gefühl der Kontrolle und Sicherheit. Wir lieben das. Wir lieben diesen Trott. Oder es ist eine Art geworden, die man sich beigebracht hat. Wenn ich genug grübel und wenn ich genug mir Sorgen mache, dann kann ich eventuell diese oder jene Situation auf irgendeine Art und Weise vermeiden oder beherrschen. Die schlechte Nachricht zuerst. Wenn man sehr, sehr lange unter Grübeln leidet oder Sorgen und das schon sehr lange Zeit macht, dann wird es nach der Zeit immer schwieriger, sich diese mentale Gewohnheit abzugewöhnen. Versuch dir das mal so vorzustellen, es ist wie beim Rauchen. Ja? Einer, der Raucher ist, der gewöhnt sich das nicht einfach so leicht ab. Die meisten tun sich das schon ziemlich schwer. Mag natürlich Ausnahmen geben, aber die allermeisten tun sich schwer. Beim Grübeln ist das ähnlich und beim sich Sorgen machen. Da sich das Ganze verselbstständigt hat, sind wir uns jetzt einigen Dingen nicht mehr bewusst. Grüble ich oder denke ich? Und warum halte ich an Grübeln oder Sorgen fest? Und das Dritte, warum habe ich das subjektive Gefühl, dass ich Grübeln nicht steuern kann oder da nicht rauskommen kann, obwohl ich irgendwie weiß, dass es mir nicht gut tut? Und diese drei Annahmen, die müssen wir uns einmal genauer anschauen, die stecken nämlich hinter den Grübeln und Sorgen machen. Denn es bringt nichts, einfach zu sagen, ich will ja damit aufhören, aber meine Annahmen habe ich noch gar nicht verstanden. Bei mir war das immer wie folgt. Ich hatte immer, und das kannst du dich jetzt selber mal fragen, wofür du Grübeln und Sorgen dich überhaupt benutzt. Bei mir war es tatsächlich so, es ist eine mentale Angewohnheit geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach eine Angewohnheit geworden. Es wurde einfach normal für mich. So, das war so ganz normal, so dass wenn ich in der Früh aufgestanden bin und eigentlich erstmal frühstücke, dann geht bei mir schon das Grübeln los, weil es halt einfach normal war, ja. Es ging, und wenn ich kein Thema hatte, über ein Problem nachzudenken, dann habe ich mir halt irgendein Problem gesucht, über das ich halt grübeln kann. Mag sich jetzt blöd anhören, aber war tatsächlich so, ja. Das Gehirn liebt es. Und auf der anderen Seite habe ich es natürlich immer benutzt, um irgendwelche Dinge, die mir drohen könnten oder passieren könnten oder in Form von Sorgen, dadurch in der Gegenwart, im jetzigen Moment abzuwehren. Beides hat natürlich nie funktioniert, beides hat sich verselbstständigt und ich kann dir eines sagen, jeder, der unter pathologischen Grübeln oder Sorgen neigt, der hat von mir hier gerade in diesem Video die völlige Anteilnahme, denn ich sag's an alle Angehörigen, die das nicht verstehen können, es ist die absolute Hölle, wenn man den ganzen Tag dieses Gedankenkreisen hat. Also, wir dürfen uns dieses Grübeln bewusst sein. Und die allermeisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Und hier gibt es jetzt mal so eine kleine Faustregel, die dir schon mal von vornherein helfen kann, dass du überhaupt merkst, dass du grübelst. Denn die allermeisten merken es nicht. Du merkst immer dann, dass du grübelst, wenn du einmal in dich hineinschaust und dir einfach mal folgende Frage stellst. Das ist die sogenannte 2-Minuten-Regel, so nenne ich die. Du kannst dir explizit dich selber in diesem Moment fragen, wenn du merkst, es geht mir schon nicht bereits gut.
tue ich seit 2 Minuten grübeln oder nicht? Und wenn ich grübel, denke ich über ein Problem nach? Sind die Gedanken gerade im Kreis über ein Problem? Und ich fühle mich nicht gut dabei und ich finde keine Lösung. Wenn du diese Frage zu dir selber mit Ja ehrlich beantwortest, dann tust du bereits schon grübeln. Lass dir eins gesagt sein, wenn du jetzt weitermachst, musst du immer damit rechnen, dass sich dein Geist, dein Verstand verselbstständigt und es immer schwieriger wird, da wieder rauszukommen. Und des Weiteren schaltest du natürlich neue Synapsen in der Form der Art des Denkens, dass sich das im weiteren Verlauf auf morgen, übermorgen, in 2 Tagen, in 3 Tagen, in 4 Tagen weiter verselbstständigt. Und ich möchte Ihnen auch etwas sagen. Die allermeisten Menschen glauben oder denken, es wird schon irgendwann mal der Tag irgendwie kommen, dann hört es wahrscheinlich irgendwie auf. Ich kriege das schon wieder in den Griff. Hier mal die schlechte Nachricht. Gewohnheiten hören niemals auf, wenn du nicht selber bewusst irgendetwas dagegen unternimmst. Stell dir mal vor, du würdest sagen, ich höre schon irgendwann mal das Rauchen auf, weil das einfach aufhört, weil das Verlangen weg ist. Das hört nicht auf. Das wird nie aufhören. Und wenn du 100 bist, hast du das Verlangen, wenn du nie was dagegen unternommen hast in Form, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich rauche und dieses Verlangen habe und dass dieser Gedanke gekommen ist, dass ich eine Zigarette rauchen will mit diesem oder jenem Gefühl. Genauso darfst du das verstehen mit den Grübeln und Sorgen machen. Das hört nicht auf. Es wird nie aufhören. Es wird niemals aufhören, wenn du selber nicht zu dir sagst, ich will jetzt dagegen was unternehmen. Ich möchte mir bewusst werden, wann ich überhaupt grübel. Was bringt mir das Grübeln? Und jetzt komme ich jetzt zu den anderen 2 Modifikationen, die ich dir gerade eben schon genannt habe. Dass du dir selber mal klar wirst, mit einem Stift und einem Zettel, den schreibst du dir hin und dann schreibst du dir mal alle positiven Ansätze auf, was du dir vom Grübeln und Sorgen machen versprichst. Und jetzt sagen da die allermeisten, das erlebe ich ständig immer mal in den Coachings, ich verspreche mir gar nichts davon. Ich wünsche mir ja von ganzem Herzen, das Grübeln wieder aufzuhören. Aber ganz kurz, ganz kurz, sei doch mal ehrlich zu dir. Durchschau das Ganze doch mal. Es gibt doch trotzdem einen Grund, warum du grübelst. Es gibt auch einen Grund. Sei doch mal ganz ehrlich, willst du mit dem Grübeln nicht eigentlich für dieses oder jenes Problem eine Lösung finden? Stell dir mal diese Frage. Und wenn du dir diese Frage stellst, wirst du sofort antworten mit, ja, ich benutze diese mentale Zwangshandlung, das ist eine mentale Zwangshandlung, nichts anderes, um für dieses oder jenes Problem eine Lösung zu finden. Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann darfst du dir erst einmal die Frage stellen, ob das überhaupt möglich ist, mit Grübeln eine Lösung zu finden. Da sagen jetzt auch wieder ganz viele, das ist schon sehr oft sehr sinnvoll, weil wenn ich oft genug darüber nachdenke, kriege ich doch eine Lösung. Nicht aber beim Grübeln, denn beim Grübeln, wie gesagt, verselbstständigt sich das und du fängst wieder von vorne an. Womöglich hast du schon eine Lösung oder hast keine Lösung. Aber das Problem ist, dass du diese Draufsicht noch nicht hast. Diese Draufsicht. Und ich könnte dir sagen, ich könnte jetzt ein Video hier drin über 5 Stunden. Nur leider wird auch hier wahrscheinlich deine Aufmerksamkeitsspanne zu kurz sein, weil wir heute nur noch scrollen und TikTok-Videos ansehen und Reels und kurze Videos und uns erhoffen und wünschen, dass wir in 20 Sekunden für ein Problem eine Lösung bekommen. Leider ist das aber nicht so. Und daran leiden vor allen Dingen heute diese jungen Menschen. Und deswegen haben sie auch nicht mehr diese Aufmerksamkeit und dieses Bewusstsein, sich selber zu ertappen, dass sie vielleicht schon seit 2 Minuten grübeln. Das Ganze hängt damit zusammen. Wir tun das nicht mehr. Aber zurück, wenn du das jetzt beantwortest mit Ja, dann solltest du dich einmal fragen, ob das tatsächlich so ist. Wenn du jetzt bemerkst und selber zu dir ehrlich bist und sagst, nein, ich kriege niemals mit Grübeln eine Lösung, warum ich diese Gedanken habe, diese Gefühle habe, und du bist dir dessen bewusst und du streichst es durch und sagst, nein, ich will wirklich nicht mehr grübeln. Ich will nicht mehr grübeln. Dann bleibt die letzte Modifikation übrig. Die letzte Modifikation, die jetzt übrig bleibt, ist, dass du sagst, und das sagen die meisten, die ständig grübeln und sich Sorgen machen, ich will aufhören, aber ich kann es nicht steuern. Ich krieg's nicht hin. Und das liegt daran, weil sie davon überzeugt sind, aus der Vergangenheit heraus, wenn sie dann irgendwann mal in längerer Zeit in diesen Grübeln drinnen waren, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und das Ganze stimmt nicht, weil ich zeige dir jetzt nämlich eine Anleitung bzw. eine Übung, mit der du üben darfst und kannst,
und dich dann davon überzeugen kannst, dass Grübeln steuerbar ist, wenn du vorher dich davon überzeugt hast, dass du tatsächlich nicht mehr grübeln willst. Ab morgen kannst du gleich damit anfangen, wenn du möchtest. Von mir aus auch schon heute, egal wann du dieses Video siehst. Wenn du es nicht ganz genau verstehst, dann schau dir das Video einfach immer öfter an. Ab morgen oder ab heute, wie gesagt, kannst du anfangen, dein eigener Detektiv über deine eigenen Trigger zu werden. Das bedeutet also, ab heute sollte nicht mehr die Frage im Raum stehen, über was grübele ich, sondern wann grübele ich. Ja, also nicht mehr, warum habe ich diese Jacke gekauft oder warum dies oder jenes, sondern wann grübele ich, wann habe ich wieder diesen Denkstil, denn dieser Denkstil macht uns kaputt. Und dieser Denkstil, der wird immer, wirklich immer, hör mir zu, immer aus zwei verschiedenen Gründen angetriggert. Es gibt keine andere Meldung, wenn man so möchte. Denn unser Bewusstsein kann ja nur alles, was im Außen wahrnehmen und alles, was im Innen ist, wahrnehmen. Das heißt, es gibt interne Reize, die Grübeln auslösen, und es gibt externe Reize von außen, die Grübelepisoden auslösen. Und das ist jetzt leider das, was ich in den Videos nicht individuell machen kann, denn jeder Mensch bringt seine eigene Geschichte mit. Das heißt also, derjenige, der unter einer Herzphobie leidet, der leidet ja meistens mehr tendenziell unter internen Reizen als externe Reize. Ein Mensch, der zum Beispiel eine generalisierte Angststörung hat, der leidet eigentlich meistens mehr auf externe Reize, weil er zum Beispiel irgendeine Nachricht von einem Flugzeugabsturz gehört hat etc. und sich das in einen Modus auf sich immer projiziert, und dann ist das ein Reiz, wo es eine Grübelepisode auslöst, weil wir uns diesen Denkstil angelernt haben, auf diese Dinge so und so zu reagieren. Das bedeutet also, geh auf die Suche und fang ab morgen an, deine Trigger im Alltag mindestens 1, besser 2 Wochen ganz konkret zu analysieren, lokalisieren und dann immer aufzuschreiben. Du fängst zum Beispiel an und sagst dir, fällt jetzt nichts anderes ein als Beispiel, ich habe den Gedanken bemerkt, was ist, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme. Normalerweise reagieren wir mit diesen Gedanken mit einer Grübelepisode. Ja, da muss ich jetzt drauf eingehen, ich müsste das abwehren, weil es ist ja so, dass ich mir angelernt, wie vorhin gesagt habe, Grübeln bringt mich jetzt dazu, dass ich dieses Leid verhindern kann. Oder es ist eine mentale Angewohnheit, dass ich in der Früh schon aufstehe und über mein Herz nachdenke. Beispiel bei der Herzphobie. Fangen wir darüber an, du hast Angst vor Depressionen oder hast schon womöglich eine, dass du über deine Gefühle der Hoffnungslosigkeit grübelst. Ja. Du grübelst über deine Hoffnungslosigkeit. Die wird angetriggert, weil der Gedanke innen aufploppt, was wäre, wenn die Depression nie wieder aufhört und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit für immer bleibt. Du siehst schon, diese Geschichten sind sehr, sehr individuell. Es kann auch im Außen sein, dass du was liest, was hörst, oder du hörst ein Gespräch, wie sich zwei Menschen unterhalten, und er sagt zum Beispiel, also ich finde Männer, die dick sind, total unattraktiv, und du leidest unter einem Minderwertigkeitskomplex oder hast Minderwertigkeitsgefühle, dass du zu dick bist und den ganzen Tag über dein Gewicht nachdenkst. Die Geschichten sind so individuell, aber lass dir eins gesagt sein, es geht immer irgendein Trigger von vornherein voraus, der dich in eine Grübelepisode hineinbringt. Und diese Trigger, die schreibst du genau auf. Mich triggert es, wenn zwei Menschen sich unterhalten und das sagen. Mich triggert es, wenn diese Intrusion, dieser aufdringliche Gedanke in mir hochkommt. Mich triggert es, wenn ich einen Herzstolperer habe. Mich triggert es, wenn ich Übelkeit im Bauch habe, weil ich eine Emetiophobie habe, dass ich eine Grübelepisode bekomme, etc., 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 etc. Und immer so weiter und so weiter. Wenn du das machst, dann kommst du so langsam aus so einer Meta-Sicht. Du begreifst jetzt und fängst an zu verstehen, dass deine mentale Angewohnheit des Grübelns immer ausgelöst wird von irgendetwas, was in mir hier drinnen geschieht, oder irgendetwas, was ich höre, sehe, vielleicht auch schmecke, rieche, bei einer PTBS, posttraumatisches Belastungssyndrom, irgendein Geruch von einem Parfüm von meinem toxischen Ex etc.,
bringt mich dazu, über ihn zu grübeln. Das sind alles Dinge, die immer in Grübel-Episoden bei uns hineingehen. Und die darfst du jetzt ausfindig machen. Die schreibst du alle auf. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das machst du jeden Tag ganz konsequent. Da musst du auch wirklich ganz konsequent sein. Und wenn du diese ganzen Trigger alle aufgeschrieben hast, dann bist du schon mal 50% weitergekommen, dieses Grübeln und sich Sorgen machen zu beenden auf deiner langen, harten Reise. Wenn du jetzt weitergekommen bist und du bist jetzt mit diesen 14 Tagen fertig und kennst deine so allgemeinen Trigger, hast du schon ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Jetzt fängst du an, einfach Freischnauze, einfach selber aufzuschreiben auf einem nächsten Blatt. Schreiben hat wirklich eine sehr große therapeutische Wirkung. Tu das bitte nicht irgendwie jetzt hier so herunterspielen und sagen, warum immer mit Kugelschreiber und Stift. Das hilft extrem, wenn wir Gedanken aufschreiben. Schreibst du praktisch wie so einen Brief an dich selber, was du für Argumente hast, weiter zu grübeln. Was du für Argumente dafür hast, dass es nichts bringt, weiter zu grübeln. Du schreibst und schreibst. Und wenn du fertig bist und das alles fertig geschrieben hast, lest du dir das durch. Am besten eine Woche lang, jeden Tag öfters, liest du es immer wieder durch, jeden Tag, wo drin steht, ich habe Gründe zum Grübeln und ich habe die Gründe nicht zu grübeln. Und irgendwann mal in Verbundenheit mit diesen Triggern, die du aufgeschrieben hast, kannst du jetzt anfangen, beide Zettel zu nehmen, zu zerknüllen und in die Mülltonne zu schmeißen. Ab jetzt kommt es in die praktische Übung, das Grübeln ein für alle Mal aus deinem Leben zu verbannen. Da du jetzt im Allgemeinen jetzt deine Trigger kennst, deine internen Reize und deine externen Reizen, die dich dazu bringen, immer wieder in eine neue Grübel-Episode hineinzukommen, fängst du jetzt schon viel leichter an, im Alltag das zu erkennen, wenn der oder die oder das in mir entsteht, fängt jetzt ein Grübelreiz an. Und jetzt wird's spannend. Jedes Mal, wo du das an dir bemerkst, fängst du an, diese Übung ist schon alt, aber die kann man noch etwas ausbauen, dass du jetzt anfängst, sofort, wo du das bemerkst, ich will jetzt gerne in dieses Thema hineingehen, dass du anfängst, am besten im Außen 5 Dinge zu beobachten, die du siehst. 4 Dinge, die du hörst. 3 Dinge, die du riechst. Und wenn es nur eins ist, dann ist es nur eins, darum geht es gar nicht. 2 Dinge, die du schmeckst, dein Speichel oder vielleicht noch irgendwas von der Zahnpasta. Hier geht es auch nicht darum, ob es genau 2 Dinge sind. Und ein Ding, das du fühlst, und wenn es nur der Wind ist. Und als letztes wirst du dir bewusst, dass deine Füße den Boden berühren. Und im übernächsten Schritt fängst du an, das alles wahrzunehmen. Im Hier und Jetzt. Du bist total neugierig und schaust und fokussierst deine Sinne. Wenn du das getan hast, fängst du an, deinen Atem zu beobachten und hineinzuatmen. Durch die Nase und immer durch den Oberbauch. Und dann hältst du nochmal inne. Und du bist dir klar, dass du im Hier und Jetzt bist. Und jetzt unterbrichst du durch diesen Reiz, den dir bekannt geworden ist, das Grübeln oder sich Sorgen machen. Womöglich, und es wird höchstwahrscheinlich auch passieren, kommt jetzt wieder ein Reiz, ein Gedanke, der dich wieder ins Grübeln hineinbringen will. Da gehst du jetzt her und sagst, ich akzeptiere es, dass es in mir immer noch grübeln will. Ich steige aber nicht mehr drauf ein, sondern bin trotzdem präsent im Hier und Jetzt. Und wenn du das dann ein paar Mal wiederholst, merkst du, dass der Geist sich dort oben beruhigt und es findet eine Umkonditionierung statt. Das bedeutet jetzt, wenn du irgendwann mal später irgendwo hingehst, gehst jetzt irgendwo einkaufen oder sonst irgendwas, kriegst du wieder einen Trigger, wiederholst das Ganze nochmal. Und das musst du jetzt wirklich sehr lange trainieren. Das ist jetzt die schlechte Nachricht, weil das ja so lange war und sich das so etabliert hat in unserer Gewohnheit und unserem Verhalten, auf diese Art und Weise so zu denken über ein Problem, wo es vielleicht überhaupt gar keine Lösung gibt, ist es natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, und das ist das, was ich im Intro gemeint habe, nicht so schnell möglich, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, das war auch nicht bei mir so, ich bin auch kein Übermensch, denn das so schnell zu beenden. Das heißt, wir müssen das jetzt immer wieder einüben und einüben und einüben. Das kann auch mal ein paar Monate dauern. Und seid ihr auch dessen bewusst,
dass es hin und wieder Rückschläge geben wird. Aber die gute Nachricht ist, die werden nicht mehr so tief und die werden nicht mehr so stark. Und das andere ist, dass die Emotionen dabei nicht mehr so dramatisiert werden durch das Grübeln. Das bedeutet, die bekommen immer mehr Raum und Platz, gefühlt zu werden, um am Ende natürlich dann auch aufgelöst zu werden. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, den wir gehen dürfen, um uns von dieser Grüblerei, von dieser Sorgenschleife, die uns den ganzen Tag belastet, zu gehen, um uns letztendlich davon zu befreien. Vielleicht willst du jetzt ja wissen, wie man noch tiefer in diese Materie einsteigen kann und du hast Interesse, noch mehr zu wissen, was man alles gegen Grübeln und Sorgen machen kann. Dann verlinke ich dir dazu ein Video auf der Endcard von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.